Hi, hier ist Chris Bass von Heaven Shall Burn und ihr seht die School of Metal von EMP und Full Force und ich bin heute euer Schlagzeuglehrer. In der Einheit soll es um Basic-Übungen gehen, um eure Schlagzeugkarriere zu starten. Das sind alles Grundlagenübungen, auf denen ihr zukünftig aufbauen könnt und Schritt für Schritt eure eigene Entwicklung kontrollieren und organisieren könnt. Natürlich ist das Thema Double Bass für eine School of Metal relevant. Jetzt soll es aber nicht um Geschwindigkeit gehen, sondern darum, den rechten und linken Fuß unabhängig voneinander, aber gleichmäßig aufzubauen, so dass man nicht das Gefühl hat, dass der linke Fuß gegenüber dem rechten Fuß vielleicht der schwächere ist, sondern da immer mehr Kontrolle und Gefühl reinbekommt. Wie gesagt, es sind 2 Koordinationsübungen, die ich persönlich auch vor Konzerten oder zu Hause, wenn ich einen Übungstag habe, mache. Nichts, was ich jetzt also für euch als Grundlagen für den Start nur rausgesucht habe, sondern auch was ich wirklich in der Praxis nutze. Ich spiele heute auf dem Geva G9. Das ist ein neues E-Drum-Konzept der Firma Geva. Bei allen E-Drums, egal welcher Preisklasse, sind ja verschiedene Sets wählbar. Bei dem G9 sind die in der Workstation untergebracht und wenn wir jetzt mal hier schauen, was wir da alles für Möglichkeiten haben, von Rockschlagzeugen, Hip-Hop-Sets, Pocket-Drums, ganz viele Möglichkeiten, die wir vorkonfiguriert finden. Alles Vorteile, die es einem Beginner, einer Beginnerin einfacher machen, auf einem E-Drum zu starten, ohne jetzt unbedingt sich am Anfang schon festlegen zu müssen, in was für eine Richtung das Ganze denn mal gehen soll. Jetzt sind wir natürlich bei der School of Metal, also geht es weiter mit Metal und ersten Bassdrum-Übungen. Die erste Übung nennt sich Fatback Exercise. Da geht es darum, dass wir uns ein Tempo aussuchen. Ich habe mir jetzt 120 BPM ausgesucht, mit einer Achtel Hi-Hat, einen einfachen Beatspiel und die Bassdrum Stück für Stück verschiebe, so dass sich daraus verschiedene Rhythmen ergeben, sozusagen auch ein Fatback-Beat ergeben kann und wir das nachher verschieden kombinieren können, so dass wir Grundlagen für verschiedene Rhythmen, für verschiedene Beats, die wir auch von verschiedenen Bands kennen, aus dieser Übung notiert haben und daraus dann auch rauslesen können, wie sich denn so ein Beat zusammensetzen kann. Die Übung ist 4 geteilt, weil wir einmal mit Single Bassdrum-Schlägen, 2 Bassdrum-Schlägen, 3 Bassdrum-Schlägen und am Ende mit 4 Bassdrum-Schlägen die Achtel befüllen, so dass sich Part für Part 4 Bereiche ergeben. Ich fange mit der Single Bassdrum an und schauen uns auch parallel die Noten im Video an. So, weiter geht's nach den Single Bassdrums mit 2 Bassdrums, die wir jetzt in 6 verschiedenen Varianten in der Achtel-Zählzeit verschieben. Okay, nach den 2 Bassdrum-Schlägen geht es weiter mit 3 Bassdrum-Schlägen, die wir in einem Achteltakt Stück für Stück in 4 Varianten verschieben werden.
Okay, bei der Vierer-Variante bleiben natürlich nicht viele Möglichkeiten, wenn alle Zählzeiten mit einer Bassdrum betont sind. Also eine Variante, 4 Bassdrums. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir die ganzen Varianten miteinander verbinden. Und ich spiele jetzt einfach mal von jeder Version 2 Takte, so dass wir jetzt mal am Stück alles hören können. Grundlegend soll es ja auch darum gehen, den rechten und den linken Fuß miteinander zu verbinden. Also einmal Unabhängigkeiten zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch den linken Fuß zu fördern, bei mir als Rechtshänder und Rechtsfüßler sozusagen, den eigentlich stärkeren Fuß gleichmäßig mit dem linken dann in Verbindung zu bringen. Sprich, wir machen das jetzt nochmal mit dem linken Fuß, was wir gerade mit dem rechten gemacht haben. Okay, das Ganze soll jetzt ja auch ein bisschen Spaß machen nach dieser trockenen Übung. Und ich hatte im Vorfeld ja auch angekündigt, dass wir mal das mit Beats verbinden und jetzt auch mal schauen können, wie wir denn so aus dem FF ein bisschen jammen und die Bassdrum-Figuren, die wir im Vorfeld hatten, auch in songähnlichen Strukturen anbieten können.
Wie es vielleicht aufgefallen ist, verschiedene Sachen wurden miteinander verbunden. Und das ist dann was man immer als Warm-up, als Übung nutzen kann und für sich selbst individuell schauen kann, wie man darauf aufbaut. Okay, nachdem die erste Übung mehr an Noten orientiert war, soll die zweite Übung ein bisschen freier sein. Da geht es um Bassdrum-Figuren. Keine vorgefertigten Bassdrum-Figuren in Noten festgehalten, sondern Bassdrum-Figuren, die wir uns überlegen, die Stück für Stück auch die Konsistenz in unseren rechten und linken Füßen fördern sollen, so dass wir da aufbauen können und sozusagen irgendwann auch mal bei der Double Bass Passage, die wir uns ja im Metal-Bereich alle so wünschen, auch mal anwenden können und dann einen Lerneffekt haben. Die Übung ist so aufgebaut, ich fange mit einer einfachen Bassdrum-Figur an und dann erweitere ich immer Stück für Stück Schläge. Das ist recht frei, sprich, wenn ihr andere Ideen habt, nutzt ruhig eigene Ideen. Das Vorgehen kann aber oder sollte auch dasselbe sein, dass ihr euch überlegt, was ist eine Bassdrum-Figur, mit der ich jetzt aus dem Stegreif gut starten kann und wie erweitere ich Schläge, so dass ich nachher einen Double-Bass-Part habe, den ich dann nachher in der Geschwindigkeit auch erhöhen und verbessern kann und vielleicht noch mehr Kontrolle Stück für Stück erlange. So, das war der Schlagzeugteil der School of Metal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es hat euch ein bisschen was gebracht, mal in die Grundlagen meiner Ideen so reinzuschauen. Danke nochmal an Full Force und EMP zur Möglichkeit, hier dran teilzunehmen. Verfolgt die Links, die ihr unten seht, ladet euch die PDFs runter, die ich zur Verfügung gestellt habe. Und wenn Fragen sind, dann schreibt mir einfach unter info@christianbass.de und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Sommer wieder vor und auf der Bühne. Bis dann.